Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Lutherberg von der Classic Garage Celle und heute möchten wir euch zwei getunte Oldtimer vorstellen. Ja, wir haben hier zum einen einen Audi 50 mit Lupo GTI-Technik. Und zum anderen einen Renault R4 Kastenwagen, einen F6, wo komplette Technik aus einem Renault Alpine 5 eingesetzt wurde. Ja, hallo ihr Lieben. Heute widmen wir uns mal einem Thema, was immer wieder vorkommt, dem Tuning. Tuning von Oldtimern. Es gibt verschiedene Arten und Weisen. Viele Anfragen erreichen uns immer, was geht nicht im H-Kennzeichen. Und wir haben hier zwei tolle Beispiele, die wir euch vorstellen wollen. Ja, um da einfach mal ein bisschen Diskussion anzuregen. Ist das okay, ist das nicht okay für euch? Aber auch ein paar Tipps, was geht. Hier stehen wir vor einem Renault R4. Wurde in den 80er Jahren umgebaut auf Technik vom R5 Alpine. Leistungssteigerung von 34 auf 93 PS, also mal knapp gut verdoppelt das Ganze. Ansonsten auffällig, hier sieht man Fächerkrümmer, der musste eingepasst werden in das Fahrzeug. Es mussten weitere Änderungen am Fahrwerk vorgenommen werden. Er hat andere Räderreifen bekommen, die aber sehr dezent ausgefallen sind. Und ganz wichtig, das Ganze ein Individualumbau, das heißt also, es gibt nichts, kein Teilegutachten etc. dazu. Aber es ist ein Umbau, der eben auch schon vor 30 Jahren stattgefunden hat, vor 30 Jahren in den Papieren eingetragen war. Und insofern ist dieser Umbau bei dem Fahrzeug auch H-konform. Auf der anderen Seite haben wir einen Audi 50. Erstmal ein klassisches Fahrzeug, auch auf den ersten Eindruck recht klassisch in der Optik. Aber man sieht im Detail schon, da kann doch was nicht passen. Und wenn man ins Detail geht, merkt man auch, der Wagen wurde umgebaut. Heute würde man vielleicht sagen, Restomod. Es kam die Technik immer wieder angepasst rein, von früher mal einen Polo G40 und dann jetzt aktuell ist drin von dem Lupo GTI die Technik, Motor komplett mit Abgasstrang, also auch aktuelles Abgasverhalten, ist insofern einfach ein neues Auto im alten Kleid, ist hübsch und ja, aber eben kein Oldtimer mehr. Was wichtig ist und was im Mittelpunkt steht beim H-Kennzeichen ist der Erhalt des automobilen Kulturgutes. Das heißt, es muss original sein. Das bedeutet aber auch, es darf auch zeitgenössisch verändert sein. Also was war damals üblich in den ersten 10 Jahren? Und da ist es einfach mal wichtig, auch die entsprechenden Nachweise zu liefern. Das können alte Teilegutachten sein, alte Musterberichte, alte allgemeine Betriebserlaubnisse. Das kann aber auch sein, dass es Herstellerfreigaben sind. Also gerade große Hersteller, VW, Ford, Opel, aber auch Volvo. Da gab es viele klassische Freigaben für die Fahrzeuge. Wir versuchen auch natürlich zu unterstützen, wo es geht. Wir helfen. Unsere Experten kennen sich aus und haben auch den Zugriff auf alte Unterlagen. Also Anfragen lohnt sich. Wir versuchen, alles möglich zu machen. Und dann muss man sehen. Wir freuen uns auf euch.